Herzlich willkommen bei SIP Scooter Shop. Heute stellen wir euch mal von The Urban das Flaggschiff-Modell vor, und zwar den The Urban Hamburg. The Urban ist eine Marke von Wallberg Urban Electrics. Da gehören zwei Marken dazu, nämlich Agrid und The Urban, sind schon relativ lange im Business, werden in Deutschland entwickelt. Dieses Modell ist das Flaggschiff von The Urban. Und warum? Das finden wir jetzt mal raus für euch. Schauen wir uns doch mal das Fahrwerk des The Urban Hamburg an. Darauf kommt es schließlich an hier. Das ist ein komfortorientierter E-Scooter, also schauen wir mal, was er so zu bieten hat. Federung? Nein. Warum nicht? Der hat zwei 10 Zoll luftgefüllte Räder. Die sind relativ breit und die reichen normalerweise aus, um auch ein bisschen was wegzuschlucken auf der Straße. Sauber montierte Schutzbleche haben wir hier, alles fest, da wackelt nichts, gut verarbeitet. Hinten haben wir noch LEDs mit drin und für Verzögerung sorgen zwei Scheibenbremsen. Vorne und hinten jeweils mechanisch, die super funktionieren, und das ist so ein bisschen der Sockel, auf dem wir stehen und der das Ganze komfortabel macht. Motorisiert ist das gute Stück mit einem 350 Watt Motor bis zu 650 Watt in der Spitze, 10,4 Ampere-Stunden Akku, der braucht ungefähr 6 Stunden, bis er wieder komplett voll geladen ist, und schaffen tut er damit ungefähr 30 Kilometer. Zum Licht, in Deutschland müssen ja alle E-Scooter mit dem Licht ausgestattet sein. Im hinteren Bereich haben wir eine LED-Beleuchtung, die von der Bordelektronik gespeist wird. Vorne ist ein bisschen schade, haben wir hier so ein abnehmbares Teil. Dafür braucht man dann extra einen Akku oder muss halt Batterien zusätzlich mit einlegen. Dann schauen wir uns mal das Cockpit von dem The Urban Hamburg an. Zum einen sieht man schon, ist alles recht hochwertig verarbeitet. Wir haben ergonomische Griffe. Dann haben wir auf der rechten Seite die Vorderbremse, links ist die Hinterbremse. Hier haben wir das Display, kann man verschiedene Stufen einstellen mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Außerdem hat es die übliche Anzeige im LCD-Display, einmal Akkustand und zum anderen einen Tageskilometerzähler. Was eigen ist für die Urban und auch die Agrid-Modelle, ist dieser Zeigefingergasgriff. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Zeit hat man das ganz gut drin. Klingel ist integriert, und was mir jetzt persönlich besonders gut an diesen Modellen gefällt, ist der Faltmechanismus, den wir hier vorne haben. Da kann man übrigens vorm Einfalten, sollte man noch die Lenkstange absenken, haben wir hier 20 cm Unterschied in der Verstellbarkeit. Dann gibt es hier zwei Magnetverschlüsse, die man relativ einfach nach außen ziehen kann. Und dann kann man die abfalten. Es gibt ähnliche Mechanismen. Oft ist es jedoch so, dass da qualitativ das ein bisschen mangelhaft verarbeitet ist und da ein Spiel ist. Das ist unangenehm beim Lenken. Und bei Agrid und The Urban ist es wirklich tipptopp verarbeitet. Der Magnetmechanismus funktioniert super und so hat man auch eine richtige Stabilität im Vorderbau. Der zweite Faltmechanismus vom The Urban Hamburg ist hier im Mittelteil, wo man das normalerweise kennt. Besteht aus zwei Hebeln. Der erste gibt quasi den eigentlichen Mechanismus frei, und wenn ich jetzt hier drücke, dann klappt das Ganze zusammen, und hört mal genau hin. Jetzt ist er arretiert und jetzt kann ich ihn einfach hier oben nehmen und kann ihn dahin tragen, wo ich gerne hin möchte. Cooles Detail, wir haben hier noch einen zusätzlichen Bügel am Rahmen mit einer Öffnung, die gut befestigt ist. Lässt sich das Schloss super durchziehen. Viele haben uns schon gefragt, wie soll ich meinen E-Scooter absperren? Hier ist es gelöst, top. Unser Fazit zum The Urban Hamburg: qualitativ hochwertiges Teil, auch die Details super gelöst, komfortabel, 30 Kilometer Reichweite. Also insofern macht man nicht viel falsch. Unter 1000 Euro ist er zu haben, 17 Kilo, so ein bisschen an der Grenze, um ihn ständig hoch und runter zu tragen. Aber unser Fazit: gutes Gerät. Wenn es euch gefallen hat, klickt gerne mal auf unsere Infokarte, da geht ihr in den Shop, seht ihr weitere Bilder, technische Details, alles was man noch so braucht als Hintergrundinformationen. Ansonsten freuen wir uns auf Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viele von euch wissen es ja nicht, wir arbeiten hier unter schier unmenschlichen Bedingungen, und auch wenn ihr jetzt mal das Drumherum hier euch ein bisschen anschauen würdet, dann würdet ihr sehen, wie das ungefähr abläuft. Also hier zum Beispiel, das ist der Fabi, der schläft gerade. Also pst, beim Weiterdrehen ein bisschen leise sein. Ja, das ist ganz wichtig. Pst, leise weiter. Hier, Hamburg.